30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Episode und zur ersten Folge der Vorrundengruppe D. In den folgenden 4 Episoden ermitteln wir die beiden Viertelfinalgegner von Dietmar Isaias und Markus von Ooy, die sich in der Gruppe C für die nächste Runde qualifizierten. In Gruppe D war der YPC-Champion 2018 Dustin Schöne als Gruppenkopf gesetzt. Aufgrund der Verschiebung durch Corona und privatem Babyglück wird Dustins YouTube-Kanal Firstcast TV jedoch kurzfristig von einem anderen Angler repräsentiert. Der Leverkusener Hassan Duran machte im letzten Jahr bereits auf sich aufmerksam, als er als Sieger des Qualifikationsturniers nach Siegen gegen Veit Wilde und Dietmar Isaias erst im Halbfinale an Tobias Ekwal scheiterte. Dieser Erfolg scheint bei den Zuschauern Spuren hinterlassen zu haben, denn in einer Umfrage nach dem Titelfavoriten vor Beginn des Turniers liegt Hassan, der vor der letzten Staffel vielen noch kein Begriff gewesen war, auf Platz 4 aller Teilnehmer und ist damit zumindest aus Zuschauersicht Favorit in der Gruppe D. Zwischen Hassan und dem gerade genannten Veit Wilde gibt es ein Wiedersehen, denn er ist als Zweiter der Gruppe D zugelost worden. Der Seiker Pro-Teamchef, geboren in Halle an der Saale, kam in 2 Teilnahmen bisher nicht über das Achtelfinale hinaus und hat nicht zuletzt deshalb eine gehörige Portion Ehrgeiz im Gepäck. Der amtierende Profiliga-Gewinner und bekennende Uferspezialist will den Bock dieses Jahr unbedingt umstoßen. Ebenfalls besser abschneiden als in den beiden Vorjahren möchte Luis Mendez, der wie immer für seinen Big L Fishing Channel antritt. Der Dortmunder mit mexikanisch-spanischen Wurzeln fischt sonst hauptsächlich vom Boot, doch auch das Flussangeln vom Ufer hat er in seiner Angelkarriere schon ausgiebig praktiziert. Mit über 110.000 Abonnenten gehört Landry Ronson vom YouTube-Kanal Fischtik zu den größten Angelinfluencern in Europa. Wer die Videos des Belgiers kennt, der weiß, dass der begeisterte Polderangler häufig schon sehr erfolgreich in den Turniergewässern gefischt hat. Wir sind gespannt, wie sein Turnierdebüt verläuft. Wie Landry ist auch Simon Torenbeek, Produktentwickler bei Pure Fishing, zum ersten Mal beim YPC dabei. Der Niederländer, der für Abu Garcia antritt, kennt die Gewässer wie seine Westentasche und gilt unter den Teilnehmern nicht nur deshalb als einer der großen Turnierfavoriten. Komplettiert wird die Gruppe durch einen weiteren extrem versierten Angler. Mark Patschowski ist zwar erst 30 Jahre alt, dennoch bringt er reichlich Turniererfahrung und sogar einen Weltmeistertitel im Raubfischangeln auf die Waage. Der Hessener Perch Pro Partner von Frédéric Julien fischt für Ilex und ist erstmalig im Turnier dabei. Die Regeln sind dieselben wie bisher. Es gibt allerdings eine kleine Änderung, was die Uhrzeiten betrifft. Frühestmöglicher Startzeitpunkt ist nach wie vor 6:30 Uhr, doch nach hinten wird den Anglern wegen der längeren Helligkeit eine Stunde mehr eingeräumt. Um 20 Uhr müssen sie ihren Angeltag beendet haben. Landry, Veit und Simon fischen am ersten Tag in Zone A. Luis, Hassan und Mark zunächst in Zone B. Wie bisher immer haben sich einige Angler dazu entschieden, so früh wie möglich loszulegen. Hallo, liebe Zuschauer des YouTube Predator Cup. Jetzt wird's ernst. Ich bin am ersten Spot angekommen, früh morgens natürlich, denn ich bin ja Frühaufsteher. Und wir werden jetzt hier an der Meerweder angeln, an einer Stelle, wo man eigentlich alle 3 Fischarten kriegen kann.
Ich werde auch versuchen, zuerst den Zander natürlich abzuhaken. Ich hoffe, ihr drückt mir die Daumen. Bedingungen finde ich ganz gut und deswegen ran ans Wasser und starten. Guten Morgen, liebe Zuschauer des YouTube Predator Cup. Ich habe meinen Kameramann heute Morgen früh aus dem Bett gescheucht. Ist auch nicht wirklich meine Uhrzeit, aber ich versuche heute Morgen gleich mal die Morgenstunden mitzunehmen. Hoffentlich den Morning Bite, wie man so schön sagt, um ein paar Barsche zu fangen. Ich werde starten mit dem Topwater. Ich bin hier am Fluss unterwegs, recht wenig Strömung und ich bin heiß. Ich will den ersten Wurf machen. Kommt einfach mit. Es geht los. Ich freue mich. So, ihr wisst ja selbst, dass ich eigentlich normalerweise immer jemand bin, der die Fische eher per Hand landet, aber im Wettkampf gehe ich dann doch auf Nummer sicher, gerade falls hier mal irgendwas Größeres einsteigt, und lege mir den Kescher gleich mal bereit. Wie ich schon gesagt habe, erster Fisch, den ich versuche zu fangen. Hier an der Stelle ist grundsätzlich alles möglich. Die einen oder anderen werden es bestimmt auch wiedererkennen. Das ist der gleiche Platz, wo ich letztes Jahr gegen Hassan, der ja auch bei mir in der Gruppe ist, gefischt habe. Da sind ja hier auch Zander und Hecht rausgekommen an dem Spot. Barsche gibt es hier auch, aber Zander ist mein Lieblingsfisch. Es ist jetzt früh morgens, schön bedeckter Himmel, gute Bedingungen zum Zanderangeln. Deswegen versuche ich erstmal einen Zander zu fangen. Ich denke mal, es wird nur irgendein kleinerer Fisch sein, aber da hat man den erstmal abgehakt. Und ja, dementsprechend mache ich dafür jetzt mal die Route startklar. Bon, ça y est, c'est le début de la journée. Là, on est parti. La stratégie d'aujourd'hui, c'est de commencer à pêcher tout petit, de viser les perches et peut-être aussi les brochets. Bon, c'est une zone où il y a un peu des deux. On va pêcher à moitié dans la ville, à moitié dans la campagne, et on va vraiment traquer perche et brochet. Et le cendre, on va pas l'attaquer aujourd'hui, on va le laisser pour demain, parce qu'on est dans la zone A, donc il y a deux zones possibles. Cette première journée, on doit pêcher dans la zone A, et dans la zone A, je connais aucun spot pour pêcher le cendre, donc du coup, ce sera focus, perche et brochet. C'est parti. On va commencer avec une petite cuillère, on va essayer d'attraper des perches, on va voir s'il y a beaucoup d'herbiers, on va passer sur un chatterbait, mais ce matin on va pêcher avec des leurres de type métallique et on va faire des grosses vibrations et on va essayer d'attirer les carnassiers comme ça. C'est parti. Premier lancer, c'est parti. C'est à l'eau. Perche. 68. 28. 28. Ah, ouais. 68. 68, wow. Petite perche, mais au premier lancer, ça fait plaisir. On est sur la bonne voie avec nos petits leurres. Erster Wurf, erster Fisch. Viel besser hätte der Start für Landry nicht laufen können. Auch wenn der 28er natürlich kein Riese ist, mit 56 Punkten holt sich Landry erstmal Platz 1. Marc erklärt uns derweil den Grund für seine Spotwahl. So, es ist kurz nach 5:30 und los geht's. Ja, mein erster Spot, ich fische an einem Fluss und stehe an einer Steinpackung, wo das Wasser entlang drückt, ihr aber so einen kleinen Pool hinten dran habt, wo ganz flach ist und der mit so Steinen getrennt ist. Immer wenn hier ein Schiff vorbeifährt, zieht das Wasser raus, drückt das Wasser wieder rein. Hier hat sehr viel Baitfisch. Und gerade im Sommer sind solche Spots, wenn ihr nicht viel Strömung habt. Barsch! Please stay on.
Alter, hat er Power. Ist jetzt kein N40er oder so, aber er hat Dampf ohne Ende. Er ist gar nicht so riesig, aber come on. Oh. Selten einen Fisch gehabt, der so kämpft in der Größe. Come on. Yeah! Erster Fisch ist im Netz. Keine 5 Minuten, der erste Fisch hat sich mein Bonnie geschnappt. Das ist eine Kirsche, Leute. Das ist eine Kirsche. Schaut euch den Fisch an. Geil. Messen, schnell zurücksetzen, dann geht's weiter. Wir sind hier. So, aufgerundet, der ist knapp über 43,5. Jetzt hat er 44. Also mit den Regeln, jetzt hat er 44. Wir runden auf, wenn er über die Hälfte ist. Und wir sind zum Glück in Holland. Let go, let grow. Bye bye. Unglaublich. Auch Marc fängt mit einem seiner ersten Würfe einen Barsch, allerdings gleich ein 44er Exemplar auf einen Oberflächenköder. Er zieht an Landry vorbei und die Konkurrenz ist beeindruckt. Ja, 44er Barsch, toller Fisch, den Marc gefangen hat. Da muss ich mich noch ein bisschen anstrengen, um den zu toppen. Aber wir haben ja gerade erst angefangen, deswegen sehe ich das ganz gelassen. Bon ben voilà, première perche sortie, 28 cm, c'est pas très gros, mais bon c'est quand même déjà un poisson enregistré, on va essayer d'améliorer ça. Je vais continuer à pêcher petit, je vais essayer d'attraper encore quelques perches comme ça pour les mettre dans le marquoir. Après on va monter en taille de leurre et on va essayer d'aller traquer des poissons à chaque fois de plus en plus gros. Apparemment c'est pas la même stratégie parce qu'il y a déjà Marc qui a attrapé aussi une perche, mais 44 cm, c'est pas du tout la même taille. J'espère que je vais pouvoir attraper aussi une perche de 40 plus et continuer cette compétition. C'est parti, on y va. Ja, wir waren gerade beim Spot erklären und da kam die Kirsche. Noch mal kurz, also ich angel hier am Fluss und bin hier auf einer recht geraden Flussstrecke, ist alles ziemlich steinig. Und hier hinten ist so eine kleine Bucht, sehr, sehr flach, die getrennt ist mit so einem Steinwall. Da steht allerdings das Wasser drauf. Und wir haben ziemlich wenig Strömung und gerade im Sommer, wenn ich Barsche fangen will, suche ich doch Bereiche, wo es strömt, das Wasser. Und immer wenn hier ein Schiff vorbeifährt, zieht das Wasser rein und dann drückt das Wasser wieder rein, zieht das Wasser raus und drückt das Wasser wieder rein. Und da werden natürlich auch Futter mit rausgeströmt, Baitfisch, kleine Krebse oder was auch immer. Und die Barsche und auch die Zander stehen gerne an solchen Spots, um sich dann eben ihren einfachen Snack abzuholen. Bisher hat es geklappt, hoffentlich klappt es gleich nochmal. Zander habt ihr gesehen, geht schon mal schlecht los, hat nicht geklappt. Kann man aber auch hier auf der anderen Seite fangen. Da stehen aber auch gerne mal Barsche und Hechte. Deswegen mache ich hier so ein 8er Troubleshot dran. Auffällige Farbe jetzt, weil es ja noch ziemlich bedeckt ist. Und fische jetzt hier mal ein bisschen die Krautkante entlang. Das liegt daran, weil ich den Kescher mit habe. Bringt Pech. Ja, wenn ich an so einem Platz ankomme, starte ich in der Regel immer in der oberen Wassersäule. Das heißt in dem Fall, weil es hier sehr flach ist und steinig und ich Barsche fangen will, es ist früh am Morgen, es ist Sommer, funktioniert Topwater hervorragend. Aber wenn ihr generell an einem Platz ankommt, solltet ihr immer erstmal die oberen Wassersäulen befischen und euch dann nach unten arbeiten. Wenn ihr mit dem Gummifisch startet, kann es sein, dass ihr die Fische unterangelt und die Fische so verschreckt. Denn ein Fisch hat ein sehr, sehr weites Sichtfeld. Allerdings sieht er nicht, was unter ihm ist. Das heißt, alles, was so um ihn rum, oben, seitlich passiert, kann er sehr gut wahrnehmen und einschätzen. Alles, was unterhalb von ihm ist, also am Bauchbereich, kann sein, dass er die Fische da irgendwie abschreckt, spukt und die dann nicht mehr so beißfreudig sind. Deshalb, wenn ihr irgendwo ankommt, gerade beim Barschangeln, erstmal ein bisschen weiter oben anfangen in der Wassersäule und dann langsam runterarbeiten.
Barsch. Oh, ab. War ein Barsch. Alles gleich gemerkt hier vorne. 2 Bisse beim Wurf, aber nichts gekriegt. Schade. Draußen das war ein Zander, hier vorne das war ein Barsch. Das ist gleich das Schütteln gehabt. Naja, was soll's. Aber Fisch ist da. Fangen wir auch was. Weil der erste Biss, der kam draußen, da ist nämlich die Kante von der Erfahrenen. Also das war Zander und hier vorne, das hast du gleich gemerkt. Ah, maybe. Entweder Rapfen oder Hecht. Nein! Fuck. Noch ein Barsch verloren. Der war nicht ganz so groß wie der eben, aber ich denke, der war auch so an die 40. Ah, fuck. Passiert. Ja, ich wollte jetzt noch mal, also jetzt einen Platzwechsel machen. Ich denke, der Platz ist jetzt ziemlich beackert, ziemlich unter Druck. Aber bevor ich jetzt einen Platzwechsel machen wollte, habe ich hier noch mal einen Barracuda drauf geschnallt, der eigentlich immer Barsch bringt. Hat er auch, nur ich habe ihn verloren. Er hat direkt hier vorne vor der Steinpackung gebissen, so wie der andere Fisch auch, der vorhin auf dem Bonni ist. Wahrscheinlich knapp gehangen, ausgeschlitzt. Der war nicht ganz so groß, aber ich denke, er war auch so an die 40. Was ein schöner Barsch ist, keine Frage. Ich werde jetzt trotzdem den Platz mal ein bisschen ruhen lassen und vielleicht einfach eine Stunde noch mal herkommen und den Platz mal ein bisschen anders anfischen, weil die meisten Fische kamen jetzt wirklich hier direkt vor mir. Ich werde mich etwas weiter rüber stellen und dann hoffe ich, dass ich noch den einen oder anderen Barsch kriege. Einwurf mache ich noch und dann gehen wir an einen neuen Platz. Ja, da ist der Barsch. Der Fisch, mit dem ich sonst immer am schwersten habe, heute zuerst, ist natürlich noch kein großer, aber ich muss euch sagen, dass ich immer froh bin, wenn ich das blöde Ding abgehakt habe erstmal. Ich hoffe allerdings, dass ich hier noch verbessern kann. Kleiner Trouble-Chat hier in dem Hot Perch Dekor, da hatte ich schon den ersten Barsch drauf gehabt, oder von den Biss besser gesagt. Hängt schön hier oben. Naja, ich sag mal, 30 könnte er vielleicht haben. So. Liegt vorne an. Ja, also über 28,5, ne? Also dementsprechend 29, oder? Mhm. Gut. Na, Schnitt weg. Veit Wilde und Barsche, das passt eigentlich nicht zusammen. Umso schöner, vielleicht ist das ein gutes Zeichen, weil ich ja in den letzten beiden Turnieren am Barsch mal gescheitert bin, wenn ich den diesmal gleich fange. Wink des Schicksals, ich hoffe es einfach mal. Auch Veit hat seinen ersten Barsch in der Wertung und belegt mit 58 Punkten erst einmal Platz 2. Landry macht unterdessen Strecke und fischt nun nicht mehr ganz so klein. Bon, j'ai fait un changement de leurre. J'ai mis un chatterbait, donc je suis toujours dans une version métallique. Toujours des grosses vibrations, mais regardez la bouchée, elle est de plus grande taille. Donc là, on va vraiment essayer de viser des perches de plus de 30 cm, mais surtout les brochets. Et ils aiment bien les ponts en été, ils aiment bien la fraîcheur en dessous des ponts. Et là maintenant, on va aller voir s'il n'y a pas un brochet qui se trouve sous ce pont-là. Ja, Freunde, ihr seht, ich werde zum Barsch-Experten. Scheiß auf die Zander. Ich
fangen lieber Barsche. Nein, aber die Größen müssen natürlich noch ein bisschen angehoben werden. Ich hatte jetzt hier auch mal mit dem Bleikopfspinner, auf den ich inzwischen gewechselt habe, einen größeren Fisch drauf. Ich weiß gar nicht, Barsch, hat er schon das Mindestmaß? Wir legen mal kurz drauf. Und ja, über 22,5, 23, gut. Blub. Also ich weiß, hier sind auch große Fische unterwegs an dem Spot und davon würde ich mir jetzt eigentlich schon langsam gerne mal einen holen. Also hier vorne scheint so ein Trupp Barsche zu stehen, da hatte ich jetzt ein paar Bisse gehabt, aber sind halt offensichtlich nicht die großen. Und ich mache mal noch ein paar Würfe mit dem Bleikopfspinner, dann probiere ich mal was anderes, weil, wie schon gesagt, also hier hat man wirklich die Möglichkeiten, alle Fischarten zu fangen an der Stelle und da kann man ruhig mal ein bisschen rumprobieren. 23er Barsch für Veit. Er setzt sich mit diesem kleinen Fisch an die Spitze. Marc hat den ersten Stellenwechsel hinter sich gebracht. Ja, wir sind jetzt am neuen Spot angekommen. Ich versuche hier auch erstmal wieder hauptsächlich hier Barsche zu holen. Und zwar hier ist eine Brücke im Wasser, die mit 2 Brückenpfeilern quasi hier im Wasser stabilisiert ist. Und das Besondere ist, die sind nicht gerade runter wie so eine Spundwand, die sind mit Steinpackungen aufgeschüttet rundherum. Zum einen ist es eine super Struktur, um Fische allgemein zu finden, egal ob Hecht, Barsch oder Zander. Zum anderen habe ich vorhin schon erklärt mit der Strömung. Strömung ist hier unheimlich wichtig. Der Fluss hat relativ wenig Strömung und an dieser Stelle wird dem Fluss ja, ein bisschen Spielraum, ein bisschen Volumen weggenommen durch die Brückenpfeiler und das Wasser will da durch. Also drückt sich hier das Wasser durch diese 3 Passagen quasi und das Wasser wird so deutlich schneller, hat mehr Strömung. Ich hoffe, die Fische sind da ein bisschen aktiver und hier ist auch ein bisschen mehr Fisch hoffentlich zu Hause. Dadurch, dass hier dann mehr Verwirbelung ist, mehr Wasser aufgespült ist, mehr Sauerstoff im Wasser. Schauen wir mal. So super exciting, new this year for Berkley is the Berkley Pulse Spintail. It's a tail spinner kind of lure, metal lure, and it's perfect for pike, perch and zander fishing. It has a big spinner blade on the tail, but also a smaller blade attached to it. The small spinner blade gets like forced behind the big spinner blades and creates a lot of extra vibrations and a lot of extra movement in the whole body. And that's super killing for the perch fishing. Comes in 4 different sizes, the 5 gram, the 9 gram, 14 gram and 21 gram. It's equipped with a Fusion 19 hook, 8 different colors, so go check them out. Schlecht. Ja, aber ich glaube, ich werde das jetzt hier lassen mit dem Bleikopfspinner, weil das sind halt nicht die Größen, die ich brauche. Ist aber schön, dass ich welche fange. Gibt ein bisschen Selbstvertrauen. Wir messen ihn mal noch mal kurz. Fast noch kleiner als der erste. Aber ich persönlich glaube nicht so richtig, dass da jetzt große dazwischen stehen. Also wir schauen mal schnell hier. Na. Ne, der ist untermaßig sogar, oder? Ja, ist untermaßig. Ja, gut. Muss man damit leben. Lassen wir ihn schnell wieder schwimmen. So, Abfahrt. Hier war nichts. Ich will mich auch gar nicht lange aufhalten. Ich habe jetzt Topwater probiert und Deraku probiert und hier mit dem Gummi. Da kommt nichts. Ihr seht, ich habe die Route gewechselt. Hier ist Wurfweite wichtig und mit der 270er komme ich halt eben doch diese 5 Meter weiter oder 10, die ich zur Brücke brauche. War nichts. Nächster Spot,
Wir wechseln die Seiten. Bon ben, les poissons sont pas du tout actifs, donc je suis repassé sur une toute petite cuillère. Le but c'est vraiment de refaire le même parcours qu'on vient de pêcher, mais uniquement les endroits les plus intéressants, donc vraiment sous les ponts, là où j'ai eu des petits suivis de perches. Et là maintenant on va essayer de sortir encore 2-3 perches si c'est possible, et puis on va changer d'endroit, et voilà, on va partir dans les champs, et là on va plutôt traquer le brochet, donc je prendrai ma canne vraiment typée brochet, et on va essayer de sortir un brochet. Voilà, la stratégie fonctionne, sauf que c'est beaucoup trop petit. Je vais juste la remettre de l'autre côté du pont, on ne sait jamais qu'il y en a une autre. On y retourne. Bon, ça va, je garde espoir. On voit les prises des autres pêcheurs pour le moment dans le groupe. Il y a eu une belle perche, mais le reste, c'est pas fameux. Il y a 6 pêcheurs en cours. Et là, depuis le matin, j'ai l'impression que tout le monde pêche le matin. Et j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de poissons qui sont sortis. Donc c'est une journée où l'activité des poissons est très faible. Je pense que pêcher petit est la solution, en tout cas ici au début, parce que les brochets, je les vois même pas suivre. Donc je vais continuer à pêcher petit, je vais essayer de rentrer un maximum de petites perches, ce sera déjà ça de fait. Et puis je vais lancer quelques grôleurs à brochets dans les champs. Et là on espère faire un poisson. Et je pense qu'avec un poisson aujourd'hui, je serai super heureux. Ja, also ich habe jetzt mal hier in die Gruppe reingeguckt, was so gefangen wird. Ich habe mein Handy lautlos, aber beim Kameramann hat alles mal geklingelt. Jetzt war ich doch mal neugierig, was so gefangen wird. Veit hat 2 Barsche, 23, 29, Landry hat einen Barsch, 28 cm. Ich habe immer noch den größten Fisch. Veit ist natürlich punktemäßig im Moment vorne. Der Fisch, den ich verloren habe, hätte mir natürlich noch gestanden, aber wenn man mal ehrlich ist, wer Turniere angelt oder überhaupt angelt, weiß, dass so ein Tag in der Regel nie 100% alles glatt läuft. Das wäre natürlich schön, wenn es so wäre, gerade im Turnier. Aber jeder verliert Fische, ich bin mir sicher, die anderen Teilnehmer verlieren auch ihre Fische. Deshalb weitermachen, vergessen, motivieren und Fische fangen. Und das versuche ich jetzt. Kleiner Barsch. Also, was heißt klein? So klein ist er nicht. Woo. Slippery, 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 slippery. Oh. Naja, immerhin mal wieder ein Fisch. Ich will mich nicht beschweren, um Gottes Willen. Schöner Barsch, kommt auf Topboard. Das ist natürlich eine richtig geile Angelei, wenn die da hochkommen und den Bonnie an der Oberfläche verhaften. Ich erzähle euch gleich mal ein bisschen was zur Führung. Jetzt wollen wir den kleinen Kerl hier erstmal messen und ja, dann schauen wir mal. 25. Der nächste Barsch. Diesmal ist es wieder Marc, der ihn fängt. Mit weiteren 50 Punkten holt er sich die Tabellenführung zurück. Veit ist mit dem bisherigen Verlauf nicht zufrieden. Ja, liebe Zuschauer, also ich bin natürlich wieder ganz ehrlich, ich bin hier von dem Spot ein bisschen enttäuscht. Das ging jetzt schon mal nicht so gut auf, wie ich es mir erwartet habe. Gerade hier an der Krautkante, ihr habt es ja letztes Jahr auch gesehen, als ich mit Hassan hier geangelt habe, lief es ja hier ganz gut, aber heute hat der Platz nicht so wirklich geliefert, wie ich das wollte. Also ja, immer mal ein Biss, aber nicht besonders gut. Also bis auf die kleinen Barsche, über die ich jetzt immer noch halbwegs beruhigt bin, ist es bis dato mau. Ich hoffe, dass das bald mal etwas besser wird. Wir wechseln jetzt den Platz und ja, gehen mit neuer Motivation wieder ran. No!
Glück ist heute nicht auf meiner Seite. Fuck. Ich habe jetzt den 25er Barsch gefangen. Wurf später, Attacke vom dicken Barsch. Jetzt 3 Würfe später noch einen. Manchmal ist es so beim Angeln. Gerade beim Topwater ist es zwar geil, man kann viele Fische hochholen, die vielleicht nicht beißen würden. Aber manchmal verfehlen sie ihn halt auch. Ich hoffe, ich kriege jetzt noch so eine Maschine. Das waren jetzt zwei große Barsche, die den verfehlt haben. Also ich könnte jetzt natürlich mit dem Gummi oder mit dem Derrakub dahin werfen. Ob er dann beißt oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Aber ich denke, dass hier mehr wie ein großer Barsch ist. Ich glaube nicht, dass das derselbe Fisch war. Kam ein bisschen 2 unterschiedlichen Stellen. Wenn ich jetzt mit dem Gummi unten einen weghole, ich glaube, der Spuk vorbei. Wenn ich jetzt allerdings schaffen würde, eventuell mit dem Stickbait einen oben wegzuholen von der Oberfläche, sind sie zwar ein bisschen vorsichtiger, kommen vielleicht nicht mehr unbedingt hoch, dann könnte ich aber eine Etage tiefer mit dem Derrakub oder mit einem kleinen Gummifisch versuchen noch einzufangen. Deswegen versuche ich jetzt noch ein paar Würfe mit dem Stickbait einzuholen und dann probiere ich mal was anderes. Donc voilà, maintenant changement de spot, on va aller pêcher dans les champs, on va essayer de traquer plus le brochet, on va voir avec les herbes parce que si ça va être possible de pêcher avec des gros leurres à brochet. Si c'est pas le cas, je vais devoir pêcher avec des montages texans et des petits leurres souples. On va voir, on va aller sur place et puis on prendra la décision là-bas. Donc voilà, on est arrivé sur le nouveau spot, on vient de voir un petit peu au niveau de l'eau. Il y a des nénuphars, mais il n'y a pas plein de filaments herbeux. Ça veut dire qu'on va pouvoir pêcher avec des leurres et des triples qui pendent en dessous. Donc ici, je vais pêcher avec un drunk bait de 16 cm. Là, on va vraiment partir traquer le brochet. Il est monté léger. Donc j'ai une tête plombée marquée dessus, 5 grammes. Et puis j'ai monté un hameçon triple sur un aimant. Et de cette manière-là, on ne devrait pas les rater. Alors au niveau canne, je suis sur un ensemble beaucoup plus puissant maintenant. C'est une canne 100 grammes avec un moulinet Beast de chez Abu Garcia. Et c'est une très longue canne, enfin, une plus longue que d'habitude pour pouvoir passer justement au-dessus de toute la végétation et de pouvoir pêcher avec la canne au-dessus et de faire peut-être même les bordures. Das war ein schöner Einschlag und das ist auch wieder ein Barsch. Aua, ist auch nichts Gewaltiges. Aber hat einen richtig schönen Biss produziert und ist auf jeden Fall... Naja gut, okay. Es war kein Gigant, aber war jetzt hier der zweite Barschbiss in. Oh, was ist denn heute los? Jetzt steckt mein Köder hier auch noch fest. Na bravo. Mensch, so ein Mist. Ja, aber es war jetzt nun auch, wenn es jetzt ein 40er gewesen wäre, hätte ich mich geärgert. Was lernt man daraus? Kescher daneben legen. Wo ich ganz ehrlich bin, wenn der jetzt hier gelegen hätte, der Kescher, ich hätte ihn, glaube ich, trotzdem nicht benutzt. Naja, das wird bestraft. Aber so 30 wird er wohl gehabt haben. Insofern ärgere ich mich doch ein kleines bisschen. Aber ich denke mal, dass da noch mehr davon sind. Ja, so ein kleines bisschen geht ja mein Plan trotzdem auf. Ich wollte mich ja heute auch vorrangig so auf Barsche konzentrieren. Die Zander habe ich mir für morgen vorgenommen. Wird, glaube ich, hier auch eher schwierig mit Zandern, weil wir hier wenig Strömung heute haben. Das ist nicht immer so auf dem Abschnitt, aber heute leider schon. Und das mögen die Zander eben nicht so sehr. Aber Barsche scheinen zu beißen. Immerhin.
Fisch am Band. Müsste ein Barsch sein. Größe keine Ahnung. Stellt sich gerade in die Strömung. Ich wollte gerade fahren. Ich habe gerade letzter Wurf. Ich habe jetzt die 2 Dicken auf Topwater verloren. Kam jetzt noch ein Fisch. Jetzt ist er ziemlich schwer, aber ich glaube, der steht einfach nur in der Strömung. Ja. Oh, there's a big behind. There's a big behind. Fuck, da ist ein richtig dicker Fisch hinten dran. Und er hängt fest. Das glaube ich jetzt nicht. Fuck! Sorry. Mir fehlen gerade die Worte. Er hatte so, schwer zu sagen, zwischen 36 und 40 irgendwas, schätze ich. Aber es war einer hinten dran, der war so wie der andere, deutlich über 40. Macht noch eine Flucht, die haben hier so viel Power. Ich habe was recht dünn, nicht sehr dünn, aber recht dünn montiert. Hängt sich unten die Steine an und hat jetzt hier an den Muscheln dann die Hauptschnur gekappt. Oh Mann, also heute ist echt der Wurm drin. Hey. Ich kann es gerade noch gar nicht so richtig begreifen. Der zweite Fisch, der sich aushängt in dem Format, 2 auf Topwater nicht gekriegt. Es ging verdammt gut los, keine Frage, aber ist gerade der Wurm drin. Ich bin gerade geladen. Fisch. Oder? Ja. Ja! Ohne Vorfach. Ich habe gedacht, die hat jetzt eh nur Barsche. Brauchst keinen Stahl davor machen, okay, der ist raus. Brauchst keinen Stahl davor machen, beißt der Hecht. Aber vorher, ich hatte ein bisschen weiter draußen noch ein bisschen, das war, ich würde sagen, das war noch ein Barsch. Naja, es sind nicht die Megapunkte, aber auf keinen Fall will ich mich beschweren, aber den Barsch hätte ich halt doch gern gehabt. Oh man. Gut, back in the game, schnell messen und dann mache ich hier noch ein paar Würfe. 67. Ja, Hecht gefangen, kein Riese, 67 hat er gehabt. Ich hatte das Startverfahren in der Hand, habe es dann weggelegt, weil ich gesagt habe, naja, hier sind eh nur Barsch, da kam ein dicker Barsch mit. Hätte ich gebraucht, zum Glück hing er vorne, alles gut. Ich hatte sogar draußen noch ein bisschen, ich denke, es war ein Barsch, den Kollegen hier schnell zurücksetzen. Wichtig für die Punkte, wir brauchen alle Fischarten und dann geht's weiter. Marc hadert bisher mit seinem Glück, doch diesmal ist es definitiv auf seiner Seite. Ohne Vorfach bekommt er diesen Hecht, der ihm 67 Punkte bringt und seine Führung ausbaut. So, eigentlich wollte ich hier schon längst weg sein. Ich habe dir vorhin gesagt, ich mache noch einen Wurf im Deraku. Da kam der Fisch, den ich leider verloren habe vor den Füßen, wo noch ein größerer Barsch hinten dran war. Dann kam der Hecht, jetzt habe ich noch einen dicken Barsch verloren. Oh, no! No! Ich weiß nicht so recht, irgendwie, ich bin hin und her gerissen, ich würde den Spot hier gerne mal ruhen lassen, aber ja, mal gucken, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah. Ich mache noch ein paar Würfe und dann mal schauen, ich weiß es noch nicht. Alors Marc il a attrapé un brochet, ça voudrait peut-être dire que l'activité des brochets pourrait commencer. Parfois comme ça sur la journée on peut avoir une demi-heure d'activité
Alors espérons que ce soit maintenant et que j'ai aussi cette chance de pouvoir attraper un brochet. Ici on est sur une zone à brochet. Ja, wieder Buhne gewechselt, wieder ein Barsch. Fühlt sich jetzt nicht total klein an, ist aber auch nicht groß. Naja, geht. Den Köder auf hier, also schöne Bisse sind es auf alle Fälle, muss man sagen. So, ich bin nochmal mutig, heb ihn raus. Diesmal hat es geklappt. Der Trouble Chat, immer hier mit dem Trouble Chat macht man dran und da gehen sie drauf. Hübsche Fischlein. Ja, so. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte natürlich jetzt gerne schon irgendeine andere Art auch mal, aber sollte doch nicht sein. Hier Erfolgsköder, Farbe Hotpirsch. 8 cm Version war jetzt, glaube ich, schon nur der dritte Wurf oder sowas in der Buhne. Wollen wir ihn mal schnell vermessen. Ich denke mal, der bringt auf jeden Fall ein paar Punkte. Das ist auf jeden Fall über 29,5, 30 cm. Ja, 30er Barsch. Leider bis jetzt der größte Fisch heute. Da muss Herr Wilde sich noch ein bisschen anstrengen. So, mein Kleiner, schick mal deine Mutti vorbei. Ja gut, für die Moral trotzdem nicht schlecht, weil ich habe ja immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass hier vielleicht auch mal irgendwo dann ein größerer Barsch noch dazwischen steht und man den dann eventuell mal drauf bekommt. Also Barsch scheint auf jeden Fall zu beißen heute. Kam jetzt in jeder Stelle, bin mir jetzt dreimal den Platz gewechselt, Barschkontakte. Naja, das sind nicht die Größen, die man sich wünscht, aber immerhin etwas. Veits nächster vernünftiger Barsch. Er festigt damit Platz 2, denn bei Landry läuft es nach dem Blitzstart überhaupt nicht mehr. On vient de pêcher toute la zone ici. C'est une belle zone, c'est une zone que je connais, je sais qu'il y a du brochet dedans. Pas de résultat, même pas un suivi, pas d'attaque, j'ai même pas vu de perche. J'ai l'impression que le poisson il est totalement inactif. Donc là maintenant on va changer d'endroit. Je connais pas grand chose, donc on va plutôt partir en mode découverte parce que toute ces zones-ci de Rotterdam je la connais pas. Donc c'est pas vraiment mon point fort. Maintenant on va aller partir découvrir et je vais probablement changer de nouveau de stratégie et je vais repartir sur des petits leurres et je vais essayer de rentrer, en tout cas pour cette journée-ci, de rentrer encore 2 ou 3 perches en espérant faire des perches de plus de 30 cm. De quoi avoir quelques points et demain pouvoir aller... voilà, la stratégie que je vais utiliser demain, ça sera d'aller pêcher le cendre au matin pour essayer de rentrer un cendre et puis de partir dans des zones à brochet que là je maîtrise plus et où j'espère faire quelques brochets. Bon, voilà, on vient de finir de pêcher la zone, aucune activité sur le brochet, donc changement de stratégie totale. Maintenant je vais me focus totalement sur la perche, je vais pêcher avec des petits leurres, on va changer d'endroit encore, on va partir un peu en exploration parce que je ne connais pas les endroits et demain on partira au cendre et au brochet. C'est ça la nouvelle stratégie. on the corner of my road. I should've took the boat.
Yeah, I coulda took Obwohl Marc auf Platz 1 liegt und auch schon 2 Fischarten hat, ist er nicht wirklich glücklich mit dem bisherigen Angeltag. So, jetzt habe ich meinen Derrakub ziemlich Vollgas eingekurbelt, weil ich den nächsten Move machen wollte und hier vorne sehr viel Dreck drin liegt und ich den nicht auch noch abreißen wollte. Und ja, kurbel das Ding Vollgas ein und dann schießt ein Hecht hoch. Verfehlt ihn zum Glück, also gegangen hat er nicht. Der war bestimmt um die 90, also auf jeden Fall wären das richtig gute Punkte gewesen, die man mit dem Barsch auch nicht so leicht holt. Aber ja, irgendwie ist heute der Wurm drin. Ich kann es mir nicht ganz erklären, wieso. Ich habe niemandem was getan, denke ich. Und ja, ich versuche den Hecht jetzt mal zu kriegen. Ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos und ja, demotiviert. Ne, demotiviert bin ich nicht, aber ein bisschen down. So viel schief gelaufen, so viele gute Fische verloren. Sollte nicht passieren. Naja. Der soll es jetzt richten. Hier, das Kraut machen wir noch ab. Der Re-Range ist ein Jerkbait, Twitchbait. Mal gucken, vielleicht kommt der Hecht hoch und holt sich den. Jetzt bin ich so zwiegespalten. Versuche noch den dicken Hecht zu fangen oder weiter auf Barsch. Eigentlich wollte ich hier ja weg. Das war der ursprüngliche Plan. Naja. Rutschig ist es auch. Ja, wir fahren jetzt mal ein Stück stromabwärts. Ich wechsle nicht das Gewässer, also ich sage das auch ganz offen, so einen richtigen Plan B habe ich nicht, weil auch wenn es bis jetzt nicht gut gelaufen ist, fühle ich mich hier ja irgendwo wohl, weil ich das hier halt alles sehr gut kenne, diesen Bereich. Und ich weiß, dass es hier eben große Barsche gibt, große Hechte, große Zander. Die beißen bloß heute nicht. Deswegen wird es wohl so sein, dass man jetzt zum einen natürlich auf den Lucky Punch so ein bisschen hoffen muss, dass vielleicht doch mal irgendwo sich so ein großer Fisch aus der Reserve locken lässt. Und wir fahren jetzt an einen Platz, wo die Chance auf einen großen Barsch auf jeden Fall da ist. Und es ist ja zumindest das Einzige, was mir jetzt ein kleines bisschen Hoffnung macht, dass ja die Barsche heute die einzige Fischart bis jetzt gewesen sind, die einigermaßen gebissen haben. Auf Zander wollte ich mich ja sowieso morgen konzentrieren. Und ja, wenn jetzt hier irgendwo noch ein Hecht käme, das wäre schön. Aber wenn die nicht wollen, dann wollen sie nicht. Das ist dann halt so. Ja. Bei den anderen Teilnehmern, die bis jetzt fischen sind, lief es ja jetzt auch noch nicht so überragend. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, Marc, der hat einen schönen Hecht und einen großen Barsch gefangen. Das sind Fische, die ich jetzt auch gerne hätte und die dann eben gerade an solchen schwierigen Tagen sehr viel wert sind. Meines Wissens nach sind die anderen Teilnehmer erst ein bisschen später gestartet und da bin ich natürlich mal gespannt, ob die dann heute Nachmittag mehr fangen. Da ist ja bei mir schon Schluss. Wir sind jetzt hier so kurz vor der Halbzeit, es ist 10:23 Uhr. Wenn es so ist, dann habe ich mich bezüglich der Angelzeit dann halt verzockt. Das ist einfach so. Aber ja, ich bin halt Frühaufsteher. Ich gehe gerne früh morgens angeln und da sollte man, glaube ich, sich auch nicht unbedingt davon abbringen lassen, sondern einfach auch das machen, was einem so am meisten liegt und wo man auch Vertrauen dazu hat. Dass das dann nicht immer klappt, das ist dann auch Schicksal und vielleicht auch ein bisschen Pech. Aber wie ich das ja gestern schon in den Interviews gesagt habe, wenn es nicht läuft, dann bin ich da selbst dran schuld. Mal wieder ein Spotwechsel. Marc und Veit wechseln die Stelle. Landry ist gerade an einem neuen Platz angekommen. Donc voilà, on vient de changer d'endroit. Comme expliqué, tout petit leurre à palette et on va essayer de sortir des perches. Bon, il y a Simon, il a attrapé un brochet de 82 cm. Alors d'un côté, je suis déprimé, mais d'un autre côté, ça me donne le moral et je me dis que je devrais peut-être continuer à pêcher le brochet et partir dans des polders un peu plus larges là, parce qu'on s'était arrêté ici, mais c'est pas large, c'est pas très profond. Pour avoir des poissons de plus grande taille, il faut quand même des endroits plus profonds. Alors là, on va encore changer de spot et on va essayer de trouver autre chose. Good morning.
First day of the pre-round of the YouTube Predator Cup, Group D. Simon checking in for Abu Garcia. Yeah, in a few minutes I'll start fishing. I'll have my first day of 8 hours after the first cast. I chose to first target the pike. So we are in a few like polder waters in between houses in the city here. I didn't have so much time for pre-fishing, but yesterday I got a few bites here from some pike, so fingers crossed. Yeah, let's see if we can catch the first couple of pikes. Let's check in on the time. Right now it's about 11 o'clock. So in a few minutes I'll make my first cast and then we can fish until 7 o'clock, right? Cool. Good luck for all the competitors and I'll beat your ass. First cast, game on. And we move. There's the first fish here. Come on, come back. Missed the first little bite there. Not a big pike, like 55, maybe 60 centimeters. So I'm quickly gonna change my lure. See if he wants something else, because he was really like nibbling it and not really taking the bait really hard. So now I go for, I fished with a spinner bait, now I go for a spinner bait with soft bait, with the hollow belly, the Berkley hollow belly. See if a little bit more bulky presentation gets a better bite. Yeah, oh. Fuck. Missed it again. He was not really going for it, but he was taking the tail of the soft bait, you know. Missing a fish in training is not so hard because you know the fish is there and you can come back to get it, but missing a fish 3 times in the first 5 minutes of the competition. Yeah, oh, missed it. Oh, look at that, look at the swirl. Yeah, fish on. Good one. Yes! Oh, and the hook came off in the net. Yes! Whew. That's intense. Jeez. So we started at 11, right? First fish in the net, 8 minutes past 11. That's how you do it. Welcome to Holland. Quite a long fish. So that is 82. Yeah, boy. First fish. 8 minutes in the match. 82 centimeters. 82 fresh and clean points. Was für ein Traumstart für Simon. Wie Marc und Landry braucht auch er nur noch wenige Würfe für seinen ersten Fisch des Tages. Mit 82 Punkten packt er sofort einen super Fisch in die Wertung und schiebt sich auf Platz 3. Yes! That's really cool. So, let me get the hook out of the net real quick here. So this is what I use to catch this 82 centimeter pike. This is the brand new Berkley deck spinnerbait.
And what is cool about the spinnerbait is the head is tungsten, not lead, but tungsten, so it's heavier than lead, of course, and it's environmentally friendly. So the tungsten head gives it a really low center of gravity. And also there's titanium wires, so as you can see the pike can bend it, but they cannot break it. So that's really cool. And what I added here, that's not in the packaging normally, but that's my own little trick, is a little chance hook, little extra hook. So as you guys might know, spinnerbaits are really good to fish through the weeds, to really fish weedless and to get your fish out of the green stuff. But spinnerbaits can also really work well just outside of the weeds. And as you know, hookup ratio of spinnerbaits might not be as good always. So what I did is I added a little swivel onto the hook with a stopper so it cannot go off the hook. And then with a simple snap, I added a small treble. And with that, I almost never miss or lose fish. They're always hooked on the treble hook. When they grab it, it always goes into the face, and then with the swivel you never lose the fish. So that did the trick within 8 minutes. So, es geht endlich los, auch für mich. Ich mache heute die Spätschicht. Ich fische meine 8 Stunden zum Schluss. Die ersten Angler haben schon die ersten Fische gefangen. Ich habe gerade in der Gruppe gelesen, Simon hat einen schönen Hecht gefangen, der Marc einen schönen Barsch. Veit hat auch schon ein paar Fische gefangen. Ja, das ist natürlich Motivation, gleich richtig abzuliefern. Ich fahre jetzt zum ersten Spot. Ich bin ungefähr in 20 Minuten da. Ich darf nicht zu viel Zeit verplempern, denn ich muss gleich wirklich ans Wasser, sonst habe ich nicht meine 8 Stunden Angelzeit. Deswegen werde ich gleich vom Auto direkt zum Wasser sprinten. Mein Plan ist es jetzt erstmal, auf Barsch zu angeln. Ich habe ein bisschen trainiert. Es kamen auch ein paar Barsche und ich hoffe, dass sie heute auch Bock haben. Wetter ist eigentlich ziemlich geil, wir haben wenig Wind, das spielt mir in die Karten. Es ist auch bewölkt, es wird zwischendurch ein bisschen regnen, das ist natürlich nicht so geil. Ich hoffe, dieser leichte Wetterumschwung schlägt den Fisch nicht auf den Magen. Ich hoffe aufs Beste, die anderen haben schon ein paar Fische gefangen. Ich glaube, es sollte was gehen, also drückt mir die Daumen. Ich gebe heute richtig Gas, Vollgas, Knallgas. So. Auf geht's zum Spot. Ja, jetzt so langsam auf den letzten Metern zum Spot steigt die Nervosität. Ich bin fokussiert. Ihr seht, die Köder hängen schon. Köder, die auch im Training gut funktioniert haben. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, weil ich hatte keinen Bock, jetzt gleich nochmal zum Auto zurückzurennen. Aber das sollte alles passen. Ich habe die Scale dabei und Köder, ein Fispers, ein Kescher. Alles, was man braucht, um auch ein paar Fische zu fangen. 4 Angler sind am Fischen und haben alle schon mindestens einen Fisch gefangen, während Luis und Hassan noch gar nicht begonnen haben. Ich grüße euch recht herzlich. Wir sind endlich da, endlich am Wasser, am Spot angekommen. War auf jeden Fall jetzt ein langer Marsch für uns, auch schon ordentlich durchgeschwitzt und warm geworden. Und wie soll es anders sein? Wir kommen hier am Spot an und da steht schon direkt ein Boot bei uns, was natürlich suboptimal ist. Schauen wir mal, ich habe noch ein paar Minuten, bevor ich dann jetzt endgültig starte. Ich habe mir ganz bewusst ausgesucht, spät zu starten. Der Dustin hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Mal schauen, ob der Plan aufgeht. Ziel ist es jetzt hier erstmal einen großen Barsch zu fangen und dann auch weiterzuziehen, nachdem der gekommen ist. Und ja, es dann auf Zander ausprobieren und was halt alles noch so eben hier am holländischen Rhein rumschwimmt. Leute, drückt mir die Daumen. Ich bin auf jeden Fall richtig motiviert, so wie immer, so wie ihr mich kennt. Deshalb, die Köder fliegen Richtung Horizont. Ich mache jetzt meine Routen fertig und dann kann es gleich endlich losgehen. Ja, also ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass die Fische heute extrem schlecht drauf sind, aber Simon, den ich ja ohnehin als extrem stark eingeschätzt habe, hat gleich nach wenigen Minuten Angeln einen guten Hecht gefangen. Den hätte ich auch gerne. Ja. Gibt aber
auch irgendwo so ein bisschen Motivation, jetzt weiterzumachen. Der Spotwechsel hier, der scheint zwar gar nichts zu bringen, weil hier an der Stelle noch nicht ein einziger Biss kam. Aber sieht man, dass man doch Fische fangen kann. Nur hier leider nicht. So as you can see behind me, we're now fishing in June, and in June there's a lot of green stuff all over. So there's a lot of high reeds there. I mean, I'm not a small guy. The reeds are over 2 meters. So what I always use in this circumstance is a little bit longer rod than normally. So this is a 230 Hornet Stinger from Abu Garcia, and with quite some casting weight, so you can easily cast over the reeds. And even with like light baits, with a spinnerbait, the spinnerbait I'm using now is 14 gram. It's not a huge bait, but with the power of 30 to 80 gram, you really can cast okay, and you have a lot of power to really pull it through the weeds and really fish directly. So that's also a good tip to take a long rod when the reed is high. Jetzt sehe ich gerade, es sind 2 Angler auf dem Weg zu meinem Spot, den ich mir ausgesucht habe. Nein! Nein, die muss ich bestechen. Dem muss ich jetzt alles anbieten. Fuck! Hello guys. Are you from Netherlands oder German? So, es hat Gott sei Dank funktioniert. Die 2 Angler, die gerade hier angekommen waren, hatten den ersten Wurf gemacht, aber nachdem ich denen erklärt habe mit Tränen in den Augen, dass ich jetzt ein Turnier hier fische, haben sie gesagt, okay, die fangen jetzt woanders an und überlassen mir den Spot. Und ich probiere jetzt hier mein Glück und hoffe, dass ich jetzt hier einen schönen Barsch fange. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich check nochmal das Vorfach. Ich habe keinen Bock einen Fisch zu verlieren. Sieht gut aus. So, dann gucken wir nochmal auf die Uhr. So, jetzt geht's los, YPC 2020 für mich. Der Köder der Wahl ist der neue Curly Louie in der Farbe Chili Cheese in der Größe 7,5. Ich hoffe, er bringt mir jetzt den ersten Fisch für mich in diesem Turnier. So standardmäßig, war ja auch beim letzten Mal so, habe ich zumindest so gemacht, angle ich hier mit kurzen Stahlspitzen, einfach um Hechten auch vorzubeugen. Das Ganze ist auch schön abriebsfest, auch dickes Fluoro hier genommen, weil es hier halt eben die dicken Muschelkanten nimmt. Es sollte auf jeden Fall safe sein, also es ist gerne jede Fischart gesehen, so ist es nicht. Es muss jetzt nicht nur unbedingt hier der Barsch kommen, kann auch gerne noch was anderes on top dabei sein. So, auf die eine kommt der Spin Jig und auf die andere Route packe ich mir einen Gummi drauf. Die Jungs hier auf dem Boot waren Gott sei Dank auch ein bisschen kommunikativ, haben mir gesagt, dass sie hier schon 8 Fische hatten. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine geile Zahl, ne? Ich bin natürlich ein bisschen zwiegespalten, weil der Spot jetzt hier schon angeangelt worden ist von den beiden. Aber andererseits ist das beim Fluss auch oft so, dass die Fische da durchziehen. Wenn man mal eine gute Buhne gefunden hat, da kann man auch mal ruhig stehen bleiben. Also dieses klassische Buhnenhopping, klar kann man auch machen, bin ich auch ein Freund von. Aber grundsätzlich, wenn es läuft, sollte man die Taktik eigentlich nicht ändern, ne? So. Ich bin ready, warte jetzt auch auf die letzten Minuten, bis die 8 Stunden für mich dann losgehen können. Darf noch einmal durchatmen, Bremseinstellung ready machen, dann nochmal die Scale nass machen, Kescher schon mal auslegen und dann kann es direkt losgehen. Ich bin super heiß und motiviert, gleichzeitig natürlich auch nervös und ein bisschen aufgeregt, wie ihr euch vorstellen könnt. Ist immer eine große Sache, der YPC hier. Hat auch beim letzten Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt auch dabei sein zu dürfen. Also ist natürlich schade für den Dustin, dass er nicht selber mit angeln kann. Ich weiß auf jeden Fall, dass er gerne mitgeangelt hätte, aber Babyglück hat er ja zumindest, und ich denke, Vater zu werden ist eine der schönsten menschlichen Erfahrungen, die man sammeln kann. Und ja, auf jeden Fall alles Gute, Dustin und Lena.
und ich hoffe, ich kann dich stolz machen, lieber Dustin. Ich bin ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Es ist schon was anderes, dieses Jahr gegen die Teilnehmer zu starten und man steht nicht neben denen. Das ist schon eine andere Nummer. Oui, on a vu un brochet. Ici, on s'est arrêté dans un petit lac. On était en train de regarder pour voir ce qui se passait. Il y a plein de poissons, il y a plein d'alevins. Et on dirait qu'il y a des brochets qui chassent dedans. Enfin, un brochet qui chasse dedans. Donc, du coup, j'ai monté le chatterbait. Et on va essayer ça tout de suite. Ils sont en surface, les alevins. Attends. Landry bekommt den Fisch, den er gesehen hat, leider nicht und wechselt erneut die Stelle. Veits zweite Stelle bringt ihm ebenfalls keinen Biss. Ihr erlebt zum einen heute einen richtig miserablen Angeltag hier von mir. Was man aber eben auch sieht, dass zumindest hier an dem Gewässer heute offensichtlich wirklich nicht viel zu holen ist. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ich jetzt, keine Ahnung, die falschen Plätze rausgesucht habe, aber das sind eben Stellen, zu denen ich auch Vertrauen habe. Und ihr könnt euch erinnern, in der Partie letztes Jahr gegen Hassan, da haben wir ja auch hier geangelt und einen Zander nach dem anderen gefangen. Und heute einen Fehlbiss hatte ich mal gehabt. Das war's. Kein Barsch, kein Zander, kein Hecht. Also es ist wirklich total zum Verzweifeln. Die Fische beißen überhaupt nicht. Woanders vielleicht schon, aber hier jedenfalls nicht. Das muss man einfach so feststellen. Und daran sieht man eben, dass man an absoluten Top-Stellen angeln kann, weil hier habe ich auch oft schon sehr gut gefangen. Und wenn die Fische nicht wollen, dann fängt man ja trotzdem nichts. In the net. That's pike number 2. Bit smaller than the previous one, but countable points. Nice. Okay. 63. Oh, it's crossing. Yes. 64. 64. Pike number 2 for Team Abu Garcia. 64 points on the board. Very, very happy with this fish. Yes. Nice. That was pike number 2. 64 centimeters. Very, very happy with that. I think it's within the first hour of the competition. So let's see if we can catch 1 or 2 more and then head for the other species. Der nächste Hecht für Simon. Nicht ganz so lang wie der erste, doch weitere 64 Punkte auf seinem Konto. Noch liegt Veit knapp vorne, doch der Vorsprung schmilzt. Luis scheint an seiner Stelle ebenfalls aktive Fische vorgefunden zu haben. Schon mal gutes Zeichen. Ich habe einen Biss gehabt. Köder ist noch drauf. Hier kurz vor der Steinpackung. Ich glaube, hier sind ein paar Barsche am Start. Da wäre schon fast gewesen, der erste Barsch. Shit. Ein paar Rapfen sind ja auch am Start, am Rauben, aber die brauche ich nicht. Wenn ich jetzt keinen Barsch rauskriegen sollte in den nächsten 6 Würfen, mache ich auf jeden Fall einen Farbwechsel. Ich habe jetzt direkt auf den ersten Würfen Kontakt gehabt und hier direkt vor den Steinpackungen, auch wie die Tage zuvor. Ich hatte das auch die letzten Tage, wenn ich dann eigentlich einen Fisch gefangen hatte, habe ich nicht auf die gleiche Farbe nochmal einen drauf gekriegt. Ich gebe jetzt Chili Cheese noch eine Chance, aber wenn nicht, werde ich gleich auf Big L Spezial wechseln. Das Wasser ist trüb, es ist ziemlich bewölkt, wenig Licht im Wasser. Also das Wasser ist wirklich sehr trüb. Und ich glaube, diese Glow in the Dark Farben, die
sind gerade die richtige Wahl für Barsche. Komm schon. Ein Fisch auf Chili Cheese, dann mache ich direkt einen Farbwechsel. So, mein Köder der Wahl für den Start ist der Blade Runner, wie eben schon gezeigt. Auf den erhoffe ich mir, wie gesagt, den Barsch. Mache jetzt hier ein paar Würfe. Wenn sie hier noch nicht stehen, angle ich erstmal ein bisschen auf Zander. Und ja, werde es immer wieder mal probieren, bis dann endlich auch der Barsch kommt. Ich glaube fest dran. Ich hoffe, das Training ist reproduzierbar. Dann sehen wir hier gleich einen schönen. Die Rapfen, die sind hier richtig on fire. Shit. Kleiner Barsch. Oh, da ist ein großer. Da ist ein großer hinterher. Verdammt. Oh Mensch, den hätte ich kriegen müssen. Mein Gott. Also das ist der Barsch. Ich schätze mal, der hat kein Mindestmaß. Ne? Was sagst du? Kein Mindestmaß, ne? Aber da kam ein richtig großer hinterher. Doch, er hat Mindestmaß. Hassan gelingt wie fast allen ein Fisch innerhalb der ersten 10 Minuten Angelzeit. Wie es für ihn und die anderen 5 Angler weitergeht und ob auch Luis bald seinen ersten Fisch aufs Maßband legen darf, seht ihr am nächsten Sonntag um 18 Uhr. Das ist ein absoluter Endgegner. Kanal abonnieren, ein Like sowie einen Kommentar hinterlassen und etwas Support bei uns im Onlineshop oder im Fachhandel würde uns wie immer sehr freuen. Vielen Dank!